Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Biphasenleitungscodes. Anfangen tun wir mit dem Non-Return to Zero Inverted, das heißt eine verbesserte Variante von dem, was wir letztes Mal gesehen haben. Und später machen wir dann noch den Manchester Code, der wird tatsächlich eingesetzt von Ethernet, allerdings von dem relativ langsamen Ethernet. Fast Ethernet bzw. Gigabit Ethernet haben sich neue Dinge ausgedacht, die noch ein bisschen cooler sind, sogenannte Blockcodes. Die basieren aber so ein bisschen auch auf dem Manchester Code. Okay, fangen wir also an. Was sind Biphasencodes? Bei Biphasencodes wird jetzt nicht einfach wie hier oben eine 0 auf eine 0 abgebildet und eine 1 auf eine 1, sondern bei Biphasencodes geht es um die Schrittwechsel. Das heißt, ich erkenne eine 0 daran, ob ich jetzt von einer 0 auf eine 1 wechsle oder von einer 1 auf eine 0 wechsle zum Beispiel. Solche Dinge sind Biphasencodes. Okay, was passiert jetzt also im Non-Return to Zero Inverted NRZI bei einer 0? Also ich fange, sagen wir mal, hier bei einer 0 an. Und wenn ich jetzt eine 0 habe, dann passiert gar nichts. Das heißt, ich mache einfach ganz normal weiter mit meiner 0 bis zur nächsten Taktmitte. Bei einer 1 mache ich jetzt einen Wechsel. Das heißt, ich baue hier einen Schritt auf die 1 ein und gehe dann bis zum Ende und dann sogar noch bis zur nächsten Taktmitte. So, hier entscheidet sich jetzt, wenn ich eine 0 habe, gehe ich hier einfach weiter, aber ich habe eine 1, das heißt, ich mache hier schon wieder einen Wechsel von der 1 auf die 0. Und zwar immer in der Taktmitte, also in der Mitte von unserem aktuellen Schritt drin. Und ich erkenne dann daran sozusagen, okay, eine 1 habe ich, wenn ich hier hochgehe bzw. runtergehe, und eine 0 bedeutet, ich bleibe die ganze Zeit auf derselben Linie. So, bei einer 0, wie gesagt, bleibe ich auf derselben Linie. Das ist die erste 0, die zweite 0, die dritte 0. Und dann habe ich 4 Einsen, das heißt, erste 1. Und das dauert jetzt gerade ein bisschen. Sorry, das ist jetzt leicht schief, aber macht nichts. Zweite 1. Und die dritte 1. Und die vierte 1. Bis zur Hälfte immer dürft ihr ziehen und dann einen Wechsel. So, nicht schön, aber selten. Und ja, wir haben sozusagen diesen Code hier dargestellt in NRZI. Das heißt 0, kein Taktwechsel, 1 Taktwechsel, oder nicht Taktwechsel, sorry, Wechsel von der Phase. Das heißt, ich wechsle auf meine 1 oder es fließt Strom und es fließt kein Strom. 0 ist, es fließt kein Strom, 1 ist, es fließt Strom. Und bei der 1 wechsle ich, es fließt Strom und keiner mehr und die ganze Zeit keiner. Und es fließt, keiner, es fließt und da wieder keiner. So, wunderbar. Das heißt, das wäre mein Code sozusagen dargestellt. Ja, jetzt der Manchester Code. Was ändert sich jetzt beim Manchester Code? Es geht immer noch darum, dass wir erkennen anhand von dem Wechsel, ob jetzt eine 0 oder eine 1 gekommen ist. Was wir beim Manchester Code anders machen, ist folgendes. Wir sagen, es ist immer ein Wechsel vorhanden. Weil so können wir natürlich auch unseren Takt nicht wieder herleiten. Denn, ja, ich schiebe das gerade mal nochmal kurz hier runter. Wenn wir das hier benutzen zum Takt wiederherstellen, was machen wir dann, wenn eine Nullfolge kommt? Bei einer Nullfolge ändert sich nichts und ich kann meinen Takt wieder nicht zurückgewinnen, was mich ja hier oben an meinem binären Leitungscode schon gestört hat. Da brauche ich nicht den Aufwand machen, hier mit so einem Kram anzumarschieren und dann kann ich erst nicht meinen Takt wiederherstellen. Deswegen hat man sich gedacht, okay, wir machen was Cooleres, wir erfinden einen Code und zwar in Manchester. Nee, Spaß, ich habe keine Ahnung, wo der erfunden wurde. Er heißt einfach nur Manchester Code. Und ja, wenn wir jetzt diese Folge hier, also diese Bitfolge wieder darstellen wollen, dann sind Einsen immer Wechsel von oben nach unten. Ich zeige euch das sofort. Ich mache nur das alles hier weg. Na, das wollte ich nicht. So, wir haben sozusagen bei einer 0 einen Wechsel von niedrig nach hoch. Was bedeutet das? Sagen wir mal, wir kommen von da und wir haben einen Wechsel von niedrig nach hoch. Dann bedeutet das von 0 auf 1. Also danach fließt Strom, nach einer 0, davor fließt kein Strom. So, bei einer 1 haben wir jetzt einen Wechsel von oben nach unten, also von 1 auf 0. Und zwar auch wieder in der Mitte des Taktes.
oder in der Mitte des Intervalls, um genau zu sein. Jetzt habe ich das Wort. Das heißt, wir haben diesen Code hier. Ihr erinnert euch, das war vorher eigentlich eine Folge von 2 Einsen bei unserem NRZI. Jetzt ist es eine Folge 01. So, jetzt habe ich aber wieder eine 1. Was mache ich jetzt? Ich muss wieder in der nächsten Intervallmitte von oben nach unten wechseln. Das heißt, das ist vorgegeben hier. Das muss ich haben, sonst kann ich es nicht erkennen und das brauche ich danach auch. Jetzt, wie komme ich da wieder hoch? Naja, ich laufe einfach bis ans Ende meines Intervalls und dann habe ich einen Wechsel von 0 auf 1, sozusagen einen Hilfswechsel, um meine zweite 1 wieder darstellen zu können. Das ist jetzt keine 0, weil es von 0 auf 1 geht, sondern ein Hilfswechsel. Die Werte sind jeweils nur in der Intervallmitte abzulesen. Und an den Intervallgrenzen darf ich wechseln, wie ich Bock habe oder wie ich es eben brauche. So, okay, was haben wir dann hier? Wir haben eine 0. Naja, von 0 bedeutet ja von 0 auf 1 zu wechseln. Also machen wir das hier, von 0 auf 1. Und hier brauchen wir schon wieder einen Hilfswechsel, denn wir können nicht wieder von niedrig nach oben. Ja, und deswegen sagen wir hier, wir brauchen wieder so einen komischen Hilfswechsel von 1 auf 0, aber an der Intervallgrenze. Und jetzt kopiere ich mir den Kram. Vielleicht hat der eine oder andere schon erkannt, warum ich das mache. Und zwar brauchen wir das hier schon wieder. Das hier brauchen wir nicht. Denn wir haben hier noch eine 0. Das heißt, das ist die erste 0. Wir müssen in der Intervallmitte von niedrig auf hoch wechseln. Dann brauchen wir hier wieder einen Hilfswechsel, damit wir wieder von niedrig nach oben wechseln können. Und ein drittes Mal brauchen wir den ganzen Kram nochmal, um diese dritte 0 darzustellen. So, und bei der 1 ist es jetzt genau umgekehrt. Wir brauchen hier wieder von oben nach unten, von oben nach unten. Das dürft ihr mal gerne als Übung machen. Das ist der sogenannte Manchester Code. Und das ist jetzt auch ein Biphasen-Code, denn ich kann an der Phase erkennen, was ich jetzt gerade, oder an dem Wechsel von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben kann ich erkennen, was für ein Bit geliefert wurde. Ich kann hier auch super den Takt wieder rausfiltern, denn ich habe ja immer einen Wechsel zur Intervallmitte. Manchmal habe ich auch einen Wechsel an den Intervallgrenzen, aber ich habe immer einen Wechsel an der Intervallmitte. Und wenn ich mich dann synchronisieren möchte, schicke ich einfach einen Haufen Nullen und plötzlich habe ich wieder meinen Takt. Das heißt, die Taktrückgewinnung super gut beim Manchester Code. Was ist nicht so geil hier? Naja, die Bordrate, das, was Sie hier aufgeschrieben haben, die Schrittwechsel pro Sekunde, die sollten eigentlich auch so gering wie möglich sein. Ist leider nicht so, ne? Im schlimmsten Fall haben wir doppelt so viele Wechsel, wie wir hier überhaupt Bits übertragen. Das heißt, wir brauchen 2 Wechsel für jedes Bit, nämlich wenn wir eine 0-Folge zum Beispiel haben oder wenn wir eine 1-Folge haben. Dann haben wir wirklich doppelt so viele Wechsel und das kann ein bisschen auf die Kosten gehen und ist nicht ganz so geil. Aber trotzdem, der der Manchester Code, der ist echt eigentlich super und auch lange benutzt worden, wie gesagt, Ethernet. Und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal geht's weiter mit den ternären Codes. Das ist dann was ganz Neues. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.